Steht unser Schicksal in den Sternen? Ist unser Horoskop so etwas wie ein geheimer Masterplan für unser Leben oder ist das alles nur Hokuspokus? Über das und viel mehr wollen wir heute sprechen mit Said Habibzadeh, dem gefragtesten Berater im deutschsprachigen Raum, der seine eigene Art der Astrologie entwickelt hat, die Karmalogie. Herzlich willkommen, Said. Vielen Dank für die Einladung. Was ist denn eigentlich deine Karmalogie? Ich muss ziemlich am Anfang starten. Es gab immer wieder Menschen, die mir gesagt haben, Astrologie ist einfach Unfug. Wie kann man an Sterne glauben und die Menschen wollen ihre Verantwortung abgeben und wollen meinen, ich bin unschuldig, die Planeten und Sterne sind daran schuld. Und das ist einfach Unfug. Wir können Sterne überhaupt unser Schicksal, unsere Persönlichkeit bestimmen oder überhaupt irgendwas bestimmen. Und es gab andere, die waren hochbegeistert. Sie haben gesagt, ja, Astrologie trifft zu, das ist fantastisch und so weiter. Etwas, was mich sehr irritiert hat, war, dass beide Gruppen keine Ahnung hatten von Astrologie. Wenn ich nachgehakt habe, wenn ich gefragt habe, ja, wie kommst du dazu, dass Astrologie Unfug ist, wie hast du das erkannt? Hast du dich damit beschäftigt? Nein. Hast du Bücher gelesen? Nein. Hast du irgendwas ausprobiert? Nein. Hast du jemals dein Horoskop machen lassen? Nein. Und die anderen, die dafür waren, wenn ich sie gefragt habe, ja, wie kommst du dazu, dass Astrologie zutrifft, dann haben sie irgendwelche Astrologie-Artikel genannt. Und sie haben gesagt, ja, jedes Mal, wenn ich das lese, trifft das so. Und wenn man diese Zeitungsastrologien sich angeschaut hat, Horoskope, Deutungen und so weiter, stand da eigentlich immer dasselbe. Also unabhängig von Sternzeichen und so weiter, das traf einfach immer zu. Und irgendein Redakteur sitzt irgendwo oder klaut irgendwelche Inhalte von anderen internationalen Zeitungen und sie schreiben einfach irgendwas und die Leute glauben daran. Und ich wollte für mich selbst erstmal wissen, ist Astrologie überhaupt eine Wissenschaft? Und wenn sie eine Wissenschaft ist, wie funktioniert das? Weil ich darauf keinen Wert lege, wenn jemand keine Ahnung hat, aber eine Meinung hat. Also die Leute beschäftigen sich nicht mit dem Wissen, haben trotzdem eine Meinung. Und es gibt andere, sie haben eine Meinung, sie bilden sich irgendwas Positives und Negatives ein, eigentlich ist das dasselbe, haben sich aber mit der Materie nicht beschäftigt. Sie glauben an etwas oder sie glauben nicht an etwas. Das ist genau dasselbe wie überhaupt an sich diese Glaubenssache, dass die Leute an Religion glauben, an irgendwelche Propheten oder heilige Bücher oder an irgendwelche Bilder, die man von Gott hat. Und sie beschäftigen sich damit aber nicht. Sie beschäftigen sich nicht mit Gott, nicht mit Christus, nicht mit Religion. Vor allem, was ich finde, ist unglaublich interessant, ist, wenn jemand, das ist meine Meinung, wenn jemand sich mit einer Religion beschäftigen will, wenn man wissen will, was für eine Religion ist das, dann sollte man sich die Entstehungsgeschichte anschauen. Und was ist dann daraus geworden, dann weiß man, wo das herkommt. Aber damit beschäftigt sich überhaupt niemand. Also für mich ist Religion eigentlich nicht mal eine Glaubenssache. Das hat mit Glauben überhaupt nichts zu tun, sondern einfach an irgendwas sich vorstellen und sich daran halten. Und bei Astrologie war das genauso. Also habe ich angefangen, mir Bücher zu besorgen. Ich habe angefangen, damals gab es ja Internet nicht und alles. Und ich habe angefangen, mir Bücher zu besorgen und ich hatte immer ein komisches Gefühl dabei. Und mein Gefühl war, das stimmt nicht wirklich, das stimmt nicht ganz. Ich war auch selbst überrascht, weil ich hatte keine Ahnung von Astrologie. Und irgendwann ist das einfach im Laufe meiner Persönlichkeitsentwicklung ist das passiert, dass ich erkannt habe, ich bekomme Information, ich bekomme Inspiration, Ideen. Und ich konnte nicht verstehen, wo das alles herkommt. Das kam nicht von Büchern, das war auch keine Fantasie und so weiter. Und ich habe alles, was ich gelernt habe, weil ich sehr praxisorientierter Mensch bin, ausprobiert. An mir, an Freunden und so weiter. Trifft das so? Ist das überhaupt so? Und die Ergebnisse waren wirklich phänomenal.
irgendwann habe ich dann verstanden, ich bekomme Informationen direkt von Planeten. Direkt von Planeten. Selbst wenn ich nach diesen Informationen gar nicht gesucht habe, kamen die Informationen. Und es hat sich dann im Laufe der Zeit herausgestellt, dass die Grundlagen für Kameralogie sind entstanden, dass die Planeten in unserem Sonnensystem eigentlich wie Archive sind. Das heißt, alles, was wir essen, trinken, fühlen, denken, wollen, erleben, alles, was wir machen, wird in entsprechenden Planeten gespeichert. Das war für mich eine unglaubliche Erkenntnis, dass die Planeten bewirken auf uns nicht wirklich direkt irgendwas, sondern das sind unsere eigenen Einspeicherungen, die wir aus anderen Inkarnationen da reingetan haben. Zum Beispiel Wut wird im Mars gespeichert. Irgendwelche, also positive wie negative. Aber auch Ehrgeiz oder dass man in dem, was man tut, der Beste sein will, ist auch im Mars, wird im Mars gespeichert. Oder die Freude daran, Grenzen zu überschreiten, positive, wird in Jupiter gespeichert und so weiter. Und da die Erkenntnisse waren einfach unglaublich und ich konnte es nicht glauben am Anfang. Dann habe ich mir gedacht, ich probiere das mal aus und es hat einfach gestimmt. Und im Laufe der Zeit sind diese Informationen immer mehr geworden. Und es hat sich auch herumgesprochen, weil ich die Leute beraten habe und auch behandelt habe. Ich habe die Leute auch behandelt, energetisch und so weiter. Danach ging es ihnen besser und dann haben sie noch mehr Unfug gemacht als vorher, als es ihnen besser ging, bis ich verstanden habe, so kann ich Menschen nicht helfen. Ich muss andere Wege gehen. Und so hat sich das entwickelt. Und viele Leute haben mich wirklich jahrzehntelang genervt und haben gesagt, du musst das Wissen unbedingt weitergeben, Bücher schreiben. Und jedenfalls damals habe ich Bücher gehasst. Ich wusste nicht warum. Ich habe es gehasst, Bücher zu lesen und Bücher schreiben war für mich eine echte Qual. Das erste Buch Triumph der Liebe über das Ego hat 3 Jahre gedauert, hat wirklich Blut und Schweiß gekostet, bis ich das Buch fertig geschrieben habe. War auch meine erste Erfahrung. Und bis heute habe ich es nicht, weder zeitlich noch energetisch oder seelisch geschafft, ein Buch zu schreiben über Kameralogie, dass ich wenigstens die Grundlagen zusammenfasse. Und irgendwann kam eben die Idee, ich mache einfach sowas wie eine Ausbildung, dass ich Kameralogen ausbilde. Und das tue ich auch gerade, diese Ausbildung ist noch nicht abgeschlossen. Aber die ersten 3 Teile, das heißt die ersten 3 Wochenenden, werden als Videokurs demnächst veröffentlicht. Der erste Teil ist schon veröffentlicht, die zweite und dritte Teil, die werden noch kommen. Das heißt, so hat sich das ergeben, so ist das entstanden. Ich wollte das auch gar nicht. Und ehrlich gesagt, ich interessiere mich nicht mal für Astrologie, aber das ist so phänomenal, das ist so treffend, wenn man weiß, was man macht. Wenn man sich mit der Materie beschäftigt, kann man das als unglaublich effektives Hilfsmittel nutzen, um die Menschen zu erfassen. Wer sie sind, wo kommen sie her, wo gehen sie hin, welche Persönlichkeit sie haben, welche Stärken haben sie, welche Schwächen, welche Probleme, welche Herausforderungen, was haben sie erlebt in anderen Inkarnationen. Das ist einfach unglaublich. Die Masse an Informationen ist, irgendwann habe ich es aufgegeben, habe gesagt, ich kann nicht mehr. Also das, was ich weiß, ist schon sehr viel, ist auch neu. Diese Information gibt es nicht in der Welt. Und das bedeutet, die allgemeingültige Astrologie werden in vielen Punkten bei Kameralogie freigestellt und werden massiv erweitert. Solche Erweiterungen hat es so bis jetzt noch nicht gegeben. Ich bin davon überzeugt, dass es in 500 Jahren oder 1000 Jahren es nur eine einzige Astrologie gibt, weil all diese astrologischen Auswertungen, Erfahrungen und so weiter werden sich zu einer Astrologie zusammentun. Das ist meine Auffassung. Was ist denn aktuell der genaue Unterschied von deiner Kameralogie zu der herkömmlichen Astrologie? Ich wünschte, ich könnte davon so reden, dass ich sage, was ist der Unterschied? Es gibt viele Unterschiede, sehr viele, in Details. Zum Beispiel in Astrologie sagt man, du bist Aszendent Jungfrau. So. Das heißt, egal, die Jungfrau hat 30 Grad, egal auf welche Höhe du von Jungfrau geboren bist, du bist Aszendent Jungfrau. Und Kameralogie geht weit, weit darüber hinaus. Kameralogie sagt,
Es gibt grob gesagt drei Arten von Aszendent Jungfrau, nämlich wenn man am Anfang von Jungfrau Aszendent hat oder in der Mitte oder am Ende. Am Anfang ist der Starter, das ist jemand, der zum ersten Mal jetzt vielleicht Aszendent Jungfrau wird. In der Mitte ist der Höhepunkt, das heißt, man muss irgendeinen Höhepunkt erreichen. Und am Ende ist das so die Abschlussphase. Das heißt, viele andere Jungfrauanteile habe ich in anderen Inkarnationen erlebt. Und in dieser Inkarnation will ich das abschließen. Das ist ziemlich grob. Es geht noch viel, viel weiter. Zum Beispiel Standardastrologie sagt, als du geboren worden bist, Sonne war in Löwezeichen, dann bist du Löwe. So, das war's. Es gibt nur eine Art Löwe und das ist Sonne in Löwe, dann bist du Löwe. Alle sind Löwe, die bei der Geburt Sonne in Löwe hatten. Und Karmalogie geht weit darüber hinaus. Karmalogie sagt, Sonne in Löwe, ja, aber erstens am Anfang, in der Mitte oder am Ende. Das sind drei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten, obwohl alle drei Löwe sind. Aber Löwe-Starter ist was anderes also Löwe-Starter ist jemand zum Beispiel, er muss Mut haben. Er hatte den Mut nicht. Er war eingeschränkt. Er hat sich nicht getraut, sich so zu zeigen. Und jetzt will er anfangen. Und er muss anfangen. Und Starter haben immer Probleme zu starten, anzufangen. Weil sie glauben, wenn ich mich so zeige, wie ich bin, dann werde ich verurteilt, ich werde verbrannt. Vor allem Frauen haben dieses Problem. Weil Frauen unvorstellbar vieles Gutes in diese Welt gebracht haben und dafür hauptsächlich auch von der Kirche getötet, vergewaltigt, gefoltert, verbrannt, ertränkt und so weiter wurden. Und deshalb ist Sonne Anfang, Löwe ist ein Starter. Also der Karmaloge muss so jemandem helfen, dass er Mut fasst und startet. Und also Sonne am Anfang von Löwe ist ein Löwe-Starter. In der Mitte ist ein Höhepunkt, sowas wie ein Schauspieler. Ich erreiche irgendeinen Höhepunkt in meinem Leben. Irgendetwas wird durch mich sichtbar. Oder Ende, das bedeutet, ich war eine bekannte Persönlichkeit, ich war schon berühmt, ich war schon dies, ich war schon das. Und jetzt will ich das abschließen, um weiterzugehen. Das ist nur ganz grob. Und dann, Sonne ist in Löwe, okay, aber wir haben 12 Häuser. Sonne in Löwe im ersten Haus ist ein völlig anderer Mensch als Sonne in Löwe im zweiten Haus, im dritten Haus. So gesehen gibt es 12 Versionen von Löwe. Und das ist auch das, was viele Menschen nicht verstehen, dass sie denken, ja, bei Astrologie sagt man, wenn du Löwe bist, bist du so, aber ich bin gar nicht so. Also stimmt Astrologie nicht. Doch, nur Astrologie ist nicht vollständig. Karmalogie geht viel weiter und nicht vergessen, in diesen 12 Häusern gibt es auch von jedem Haus 3 Versionen. Anfang, Höhepunkt, in der Mitte oder am Ende. So gesehen gibt es mindestens 36 Versionen von einem einzigen Sternzeichen. Und das ist auch noch schon grob. Also es geht noch viel weiter, nur ich will nicht übertreiben, dass man weiß, wenn man mit einem Karmalogen zu tun hat, er sieht eigentlich sehr viel mehr als ein Astrologe. Sehr viel mehr, sehr viele Feinheiten, die bei Astrologie überhaupt gar nicht berücksichtigt werden, warum auch immer. Es gibt viele solche Unterschiede, die man bei Karmalogie genauestens unter die Lupe nimmt und bei Astrologie überhaupt gar keine Bedeutung haben. Warum auch immer. Und deshalb finde ich, ist Karmalogie eine unglaublich wertvolle Ergänzung für Astrologie. Und ich habe selbst weder die Zeit, noch die Energie, noch die Lust dazu. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass diejenigen, die die Ausbildung jetzt von mir bekommen, dass sie dieses Wissen weiter noch vertiefen. Sie werden viel weiter gehen als ich. Das wäre eine echte Bereicherung für die Menschen, die dann einen Rat suchen oder sich besser verstehen, kennenlernen wollen, warum sie etwas tun, was sie nicht wollen. Und das, was sie wollen, tun sie nicht. Welche Blockaden haben sie, welche Probleme haben sie, was für eine Persönlichkeit. Weil der Mensch ist einzigartig. Das muss man wirklich verstehen. Und diese Einzigartigkeit wird in Karmalogie viel besser, detaillierter sichtbar als bei Astrologie. Das heißt, die Karmalogie ist sowas wie ein Tool, mit dem man fast oder eigentlich unendlich in die Tiefe gehen kann, wenn man will, wenn man sich da richtig reinkniet und jeden Menschen bis ins kleinste Detail ergründen kann.
Für mich ist Karmalogie eine Wissenschaft, eine echte Wissenschaft, die kein Ende hat. Also irgendwann habe ich gedacht, ich verliere den Verstand, wenn ich so weiter noch mehr, immer mehr erfahre. Und irgendwann habe ich gesagt, nein, ich muss meine Entscheidungen treffen und Prioritäten setzen. Will ich Karmaloge sein und dann vertiefe ich das immer weiter? Oder will ich komponieren? Will ich dirigieren? Will ich Bücher schreiben? Will ich Seminare geben? Meine Einsatzmöglichkeiten sind so unbegrenzt, dass ich erkannt habe, ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Deshalb habe ich mir vorgenommen, dieses unfassbare Wissen, das ich schon weiß, und ich bin ein Anfänger, was Karmalogie angeht, diejenigen, die die Ausbildung von mir bekommen, sie werden es noch viel weiter bringen, erweitern und vergrößern, vertiefen. Und ich musste einfach die Entscheidung treffen, ich muss mich auf Dinge konzentrieren, die wirklich eine Herzensangelegenheit sind. Ich bin schon damit bestens bedient, wenn diese Inspirationen zu mir gekommen sind, dass ich das in Menschensprache übersetzen konnte und weitergegeben habe. Damit bin ich schon bedient. Also es ist eine sehr ernstzunehmende Wissenschaft, die man mit viel Feingefühl betrachten muss. Und ich darf auch nicht vergessen zu erwähnen, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass ich weiß das aus eigener Erfahrung, ich habe auch viele Astrologen kennengelernt und mein Horoskop von ihnen deuten lassen. Und das war teilweise auch wirklich sehr unangenehm und peinlich, weil sie keine Ahnung hatten. Statt dass sie mir Antworten liefern, haben sie mich gefragt, was die Konstellationen bedeuten. Aber es gibt einfach sehr gute Astrologen, sie haben fantastische Astrologien, die mich schwer beeindrucken, aber über diese Grenzen gehen sie auch nicht. Das finde ich sehr schade, aber das macht nichts. Es gibt unterschiedliche Astrologien, die sich irgendwann alle zusammentun. Und bei meiner also karmalogische Ausbildung geht es mir auch darum, Berater auszubilden. Weil Astrologie zu beherrschen ist eine Sache. Aber Menschen zu beraten ist eine ganz andere Sache. Das heißt, man kann die Konstellation deuten und sagen, das bedeutet dies, das bedeutet das. Aber kann ich das auch wirklich so übersetzen, dass derjenige es versteht? Kann ich ihn erreichen? Kann ich ihm Bewusstseinserweiterung geben? Bin ich überhaupt ein Berater oder bin ich einfach nur ein Astrologe? Und das sind völlig unterschiedliche Dinge. Und das berücksichtige ich bei meiner Karmalogie-Ausbildung. Und das ist auch im Videokurs drin, dass diejenigen, die diesen Videokurs von mir bekommen, nicht nur Karmalogie lernen, sondern sie lernen auch, wie man die Menschen berät. Das heißt, sie werden echte Berater. Und irgendwann, wenn die angehende Karmalogen diese Ausbildung abgeschlossen haben, bekommen sie auch ein historisches Zertifikat von mir mit meiner persönlichen Unterschrift, dass sie dabei waren, dass sie alles gelernt haben, dass sie es überlebt haben, dass sie an mir vorbeigekommen sind, dass ich gesagt habe, du bist jetzt ein Karmaloge, bist unser Karmaloge. Und bei Videokurs ist es auch so. Das heißt, wenn die Leute die Videokurse abgeschlossen haben, dann werden sie eine Prüfung bei mir ablegen und werden ein entsprechendes Zertifikat bekommen. Das ist für mich ist das etwas Historisches. Und das macht mich auch, muss ich sagen, glücklich. Das macht mich glücklich, weil ich etwas unglaublich Wertvolles und Effektives in dieser Welt hinterlasse. Wenn ich eines Tages, und dieser Tag ist nicht so fern, diese Welt verlassen haben sollte, dann bleibt das in dieser Welt. Und das macht mich glücklich, dass es die Zeit überdauert und Menschen hilft. Kann denn jeder ein Karmaloge werden oder ein Berater? Wenn er seine Persönlichkeit entwickelt, ja. Was bedeutet das, wenn er seine Persönlichkeit entwickelt? Das bedeutet, dass er das Wissen von Karmalogie nutzt, erstmal seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Und entwickeln bedeutet, es gibt positive Dinge in uns, die sollen wir nutzen. Und es gibt negative Dinge in uns, die sollten wir überarbeiten, korrigieren, auflösen, loslassen, loswerden, überwinden, je nachdem, was es ist. Und wer das bei sich selber nicht macht und einen auf Heiler und Superastrologen macht und versucht, eine Show abzuziehen bei anderen, das funktioniert nicht. Solche unterrichte ich auch nicht. Du sagtest vorhin, du hast diese Inhalte direkt von den Planeten bekommen, weil es Speicherungen sind wie eine Art
Archiv. Wie kann man sich das denn vorstellen, wie dieses Wissen zu dir gekommen ist? Wie hast du das gesehen? Also erstens ist das nichts Besonderes. Also nicht, ich will nicht, dass diese Idee entsteht, ich bin was Besonderes und deshalb bekomme ich die Information. Die Informationen sind zugänglich und abrufbar für alle Menschen. Ob sie sich für Astrologie interessieren oder nicht, ob sie offen sind oder nicht. Die Frage, die einzige und die wichtigste Frage ist, will sich der Mensch oder entwickelt sich der Mensch, ja oder nein? Wenn sich der Mensch entwickelt, dann offenbart sich die Wahrheit automatisch. Weil die Wahrheit versteckt sich nicht. Es gibt keine Geheimnisse in der Schöpfung. Also Gott mag Geheimnisse nicht. Er ist auch nicht so geheimnisvoll, wie die Religionen immer so getan haben. Sie haben dieses Bild von Gott immer versteckt, damit die Leute nie dahinter kommen, dass das eigentlich gar kein Gott ist, sondern irgendein Mysterium, das überhaupt nicht mal Sinn macht. So, das heißt, wenn man sich entwickelt, offenbart sich die Wahrheit in allem. Der Punkt ist nur, man muss das auch verkraften. Also ich habe nicht bewusst jetzt nach diesen Informationen gesucht oder so, die kamen einfach, weil ich mich weiterentwickelt habe. Das, was ich von Astrologie damals gesehen habe, erkannt habe, verstanden habe, habe ich bei mir selbst angewandt. Ich wollte mich besser verstehen, ich wollte mich entwickeln. Ich wollte besser werden, als ich bin, als ich war. Und das ist heute noch so. Ich will immer noch besser werden als ich. Ich kann nicht besser werden als andere, das ist unmöglich. Niemand kann auch besser werden als ich. Ich kann nur besser werden als das, was ich bin. Das ist auch die einzig gültige Meisterschaft. Es gibt überhaupt keine andere Meisterschaft. Also diese Idee, ich werde ein Meister über andere, ist einfach nur Quatsch. Das machen nur Menschen, die ein niedrig schwingendes Bewusstsein haben und Minderwertigkeitskomplexe haben und sie wollen sich über andere erheben. Ich kann besser kochen, nee, du kannst besser kochen, ich kann höher springen als du, ich kann schneller zuschlagen als du, das ist nur Blödsinn. Das ist für mich einfach Kinder, wie sagt man, Spielchen, die mit der Wahrheit überhaupt nichts zu tun haben. Wenn jemand ein Meister wird, dann über sich selbst. Und das ist auch die einzige Meisterschaft, die überhaupt Gültigkeit hat. Alles andere ist Unsinn. Und so hat sich die Wahrheit offenbart. Und das ist bei jedem anderen auch so. Und wenn man sagt, wie war das für dich, das ist schwer zu fassen. Ich sage immer, ich habe Gott gesehen, ich habe ihn gehört, ich war in ihm, er war in mir und seitdem ist er auch in mir. Ich nehme ihn bewusst wahr, ich kommuniziere mit ihm. Aber wenn jemand sagt, wie machst du das? Und wie fühlt sich das an? Wie sieht er aus? Und so weiter. Das kann ich alles deshalb nicht machen, weil die Wahrheit nicht übertragbar ist. Das ist wirklich sehr wichtig, dass man darüber nachdenkt, was ich gerade gesagt habe. Die Wahrheit ist nicht übertragbar. Das heißt, man kann niemanden von irgendwas überzeugen. Man kann niemandem irgendwas beweisen. Gott, Christus, die Wahrheit, das ist alles eine sehr, sehr persönliche und intime Erfahrung. Das muss jeder für sich selber machen. Das heißt, der Mensch muss selbst herausfinden, wie seine Beziehung zu Planeten ist, zur Sonne ist, zu Mars, Jupiter und so weiter. Wie seine Beziehung ist zu seinem eigenen Körper, zu seiner eigenen Persönlichkeit, zu seinem eigenen Leben, zur Welt, zu anderen. Das ist eine so persönliche, intime Erfahrung und Erlebnis, dass man das nicht übertragen kann. Und das bedeutet, man kann Informationen weitergeben. Man kann sagen, für mich war das so. Das habe ich erkannt, das habe ich herausgefunden. Du musst aber für dich trotzdem herausfinden, ob das bei dir auch so ist, ob das für dich auch gilt. Es gibt natürlich universell geltende Wahrheiten, Gesetze des Lebens zum Beispiel, sie gelten für alle. Aber trotzdem, was bedeutet das für die Einzelnen? Das muss der Mensch selbst herausfinden. Das heißt, es ist so eine gewisse Eigeninitiative auch notwendig. Absolut. Das ist ein absolutes Muss. Wer in seinem Leben, egal was er will, wenn er etwas will, muss er dafür aktiv werden. Diese Passivität, irgendjemand kommt und rettet mich, irgendjemand kocht für mich, jemand liebt mich, jemand macht mich glücklich, jemand macht mich reich. Das ist Unsinn. Das heißt ja eigentlich auch, Karmologie ist viel mehr als eine Wissenschaft, wenn wir es jetzt so nennen wollen. Es ist eigentlich eine Lebenseinstellung. Es ist etwas, was den Menschen komplett verändert und weiterbringt
Und wenn man an sich selbst gearbeitet hat, kann man auch anderen helfen. Ja, man kann es auch so formulieren. Für mich ist das eine Persönlichkeitssache. Ganz einfach. Weil es gibt, was die Wahrheit angeht, nur zwei Versionen. Die Wahrheit ist immer einfach. Nur wir Menschen wollen die Wahrheit nicht sehen. Die meisten Menschen wollen die Wahrheit nicht sehen. Und das entscheidet alles. Das heißt, wenn ich sage, ich will die Wahrheit nicht sehen, ich habe Angst vor der Wahrheit, ich habe Angst vor Einsamkeit, ich habe Angst vor Verletzungen, ich habe Angst vor Schmerzen, ich habe Angst davor, etwas loszulassen, ist egal aus welchem Grund. Wenn ich sage, ich will die Wahrheit nicht sehen, meistens unbewusst, dann heißt das, ich will in einer Lüge leben. Ich bin eine Lüge, mein Leben ist eine Lüge, meine Ehe ist eine Lüge, meine Familie ist eine Lüge, meine Arbeit ist eine Lüge. Ich belüge mich eigentlich Tag und Nacht. Das ist das, was 99% der Menschen tun. Unabhängig davon, ob sie jetzt erfolgreich sind, ob sie beliebt sind, ob sie ihre Träume erreicht haben, ist wirklich egal. Diese unterschwellige, unbewusste Entscheidung, ich will die Wahrheit nicht sehen. Erst recht nicht über mich selbst. Solche Menschen kann man nicht helfen. Sie können auch Milliardär werden, sie können Hollywood-Stars werden, sie werden trotzdem unglücklich sein und bleiben. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, so bitter wie die Wahrheit auch sein mag, egal, ich will die Wahrheit erfahren. Und das sind die Richtigen, die Karmaloge werden können oder karmalogische Beratung in Anspruch nehmen können. Weil ansonsten ist die Wahrheit sowas wie eine Abschreckung oder sowas. Ich frage mich manchmal, wovor haben die Menschen eigentlich Angst? Wenn ich mit einer Frau verheiratet bin und irgendwie das Gefühl habe, irgendwas stimmt nicht. Und ich gehe zu einem Karmalogen und der Karmaloge sagt, ja, eigentlich bist du überhaupt gar nicht der Heiratstyp. Du hast, was weiß ich, du hast diese Konstellation und du willst eigentlich frei sein, du willst eigene Ideen entwickeln, du bist eigentlich ein Unternehmer, du willst ständig auf Reise sein und du willst viel erleben und nicht so in einem Käfig leben und das passt eigentlich gar nicht zusammen. So, jetzt stellen wir uns vor, sowas hörte. Und was ist daran so schlimm? Man kann ja trotzdem verheiratet bleiben. Man kann ja trotzdem zusammen, vielleicht reist sie auch mit. Vielleicht sagt sie, ja, darunter habe ich immer gelitten. Ich wollte auch immer ein Unternehmer sein. Ich wollte auch immer die Welt bereisen. Jetzt können wir es zusammentun. Oder sie sagt, ja, du hast recht, du bist so, aber ich bin anders. Ich sage immer, wenn zwei Falsche zusammen sind, leiden mindestens 4. Also die Frau, die falsche ist, leidet, der Mann, der falsche ist, leidet. Und die Richtigen für die zwei, die Folge sind, sie finden sie auch nicht. Das heißt, 4 sind unglücklich, weil 2 Falsche zusammen sind. Von Kindern und Freunden und so weiter um diese falschen Partnerschaften herum will ich gar nicht erst reden. Also die Einsatzmöglichkeiten von Karmalogie sind unbegrenzt. Egal, ob es um Gesundheit, Krankheit, Schicksalsschläge, Partnerschaft, andere Inkarnation und wirklich egal, um was es da geht. Karmalogie, ein erfahrener Karmaloge mit einem scharfen Blick wird es sehen. Noch etwas anderes. Du hattest ja vorhin auch davon geredet, dass du Gott begegnet bist. Da werden sich vielleicht auch manche fragen, was bedeutet das? Und du hattest ja so eine Art Nahtoderfahrung, wenn man das so nennen mag. Magst du dazu vielleicht auch noch 2, 3 Sätze sagen? Also erstmal möchte ich sagen, Gott zu erfahren, zu erleben, ist nichts Besonderes. Die Menschen machen immer so ein Drama daraus. Sie denken so wie Herr der Ringe oder wie 10 Gebote, es blitzt und donnert, es gibt Erdbeben und Sintflut und Gott erscheint auf einmal durch die Wolken, das ist nicht so. Dieses Erlebnis, Gott zu erleben, zu erfahren, ihn zu hören, zu fühlen, ihn wahrzunehmen, ist eigentlich nichts Besonderes. Das Besondere ist das, was man dann daraus macht. Da fängt es nämlich an. Das bedeutet, es ist ein bisschen zu kompliziert, warum also es gibt viele Menschen in der Welt, die suchen wirklich Gott. Sie suchen die Wahrheit und sie finden sie nicht, weil sie unterschwellig wollen sich mit etwas befassen, was gar nicht wahr ist. Zum Beispiel die Esoterikbranche, mittlerweile ist das eine Industrie geworden, oder spirituelle Szene, die alle aus Indien und aus China hierher kommen und die Weisheiten von sich geben. Diese Leute wollen
die Wahrheit angenehm machen. Das muss man wirklich kurz mal auf der Zunge zergehen lassen. Angenehm heißt annehmbar. Die Wahrheit ist aber nicht annehmbar, weil die Wahrheit ist göttlich. Wir sind menschlich. Und das bedeutet, wir haben menschliche Vorstellungen von allem Möglichen. Und diese Vorstellungen passen normalerweise nicht mit Vorstellungen Gottes. Mit Gesetzen des Lebens passt das nicht zusammen. Wenn unsere Vorstellungen so richtig wären, dann wären wir alle glücklich. Ist nicht so. Also glückliche Ehe, Familien, glückliche Menschen, Männer, Frauen, Kinder, sieht man so gut wie gar nicht mehr in dieser Welt. Und das bedeutet, dass die menschliche Vorstellung in die entgegengesetzte Richtung geht als die göttliche Wahrheit. Und das bedeutet, wenn man sagt, ich suche bewusst die Wahrheit, ich will die Wahrheit erfahren, ich will Gott erfahren, ich will Christus begegnen, dann muss man die Voraussetzungen dafür schaffen. Das bedeutet, ich sage immer, ohne Wolken regnet es nicht. Es ist nicht so, dass es erst regnet, der Himmel ist kristallklar blau, aber es regnet trotzdem. Und dann kommen die Wolken. Das ist die menschliche Vorstellung, dass wir glauben, ich kaufe mir ein Haus, wenn ich das Geld dazu habe. Erst muss das Geld kommen und dann kaufe ich mir ein Haus. Und hier bei diesem Phänomen ist genau umgekehrt. Erst kommen die Wolken und dann regnet es. Das heißt, die Voraussetzung, wenn ich sage, ich will ein Haus kaufen, ich habe das Geld nicht. Die Voraussetzung ist die Entscheidung. Wenn ich die Entscheidung treffe, ich sage, ich habe das Geld nicht, weil ich bis jetzt andere Entscheidungen getroffen habe. Ich habe nie die Entscheidung wirklich getroffen, ein Haus zu kaufen, deshalb habe ich das Geld nicht. Wenn ich jetzt sage, ich warte passiv, bis ich irgendwann das Geld habe, wird das Geld nie kommen. Wie bei Wolken, erst kommen die Wolken, dann kommt der Regen, heißt, erst kommt meine Entscheidung. Und wenn ich von Entscheidungen rede, dann meine ich wirklich praktische Entscheidungen. Das heißt, wenn ich sage, ich will die Wahrheit erfahren, ich will Gott erleben, ich will ihn sehen, hören, schmecken, fühlen und so weiter, dann muss ich die Voraussetzung dafür schaffen, wie diese Wolken. Die Voraussetzung bei uns Menschen ist die Entscheidung hier drin. Nicht da, hier im Herzen. Und das bedeutet, ich bin bereit und jede Entscheidung, egal was wir wollen, wirklich egal was wir wollen, wir erreichen es nur durch die Entscheidung. Und Entscheidung bedeutet, ich bin bereit, auf Dinge zu verzichten, die mich daran hindern. Und ich bin bereit, Dinge zu tun, auch wenn sie unangenehm sind, die dafür notwendig sind. Jede Entscheidung hat diese zwei Bestandteile. Angenehme Dinge, die ich lassen muss, unangenehme Dinge, die ich tun muss. Wenn jemand Alkoholiker ist und Zigaretten raucht und sagt, ich will aber einen gesunden, starken, schönen Körper haben, ich will ein langes Leben haben, dann muss er auf Zigaretten verzichten. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie unangenehm das ist. Er muss auf Alkohol verzichten, er muss auf vieles verzichten. Und dann bestimmte Schritte tun, die für ihn unangenehm sind, die sind auch unangenehm. Verzichten auf Annehmlichkeiten ist unangenehm und Dinge tun, die unangenehm sind, ist auch unangenehm. Das heißt, eine Entscheidung treffen beinhaltet beides. Ich habe nur dann eine Entscheidung getroffen, wenn ich mich für die Folgen auch mitentschieden habe. Das sage ich bin bereit, ich fange an. Und diese Bereitschaft haben die Menschen nicht. Sie wollen so bleiben, wie sie sind und trotzdem Gott erleben. Das funktioniert nicht. Also Gott kennt und hat keine Geheimnisse. Die Planeten haben keine Geheimnisse. Es gibt überhaupt keine Geheimnisse, es sei denn bei uns Menschen. Nur wenn wir etwas nicht erfahren können, wenn wir es nicht verstehen können, dann liegt es an uns, nicht an der Wahrheit. Und in der Regel ist das so, dass wir sagen, ich bin neugierig, ich will wissen, gibt es einen Gott oder nicht? Das ist nicht gut. Das ist Neugierde. Neugierde ist Lust auf Wissen. Aber nicht die Liebe zur Wahrheit. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Wenn ich sage, ich habe Lust, mehr zu erfahren, weil ich neugierig bin. Ich will wissen, stimmt das oder stimmt das nicht? Das ist eine andere Geschichte als ich liebe die Wahrheit. Ich liebe wirklich hier drin, ich liebe die Wahrheit. Und Menschen, die die Wahrheit lieben, das soll jetzt hier ganz klar gesagt sein, haben eine Zukunft. Jetzt global gesehen bei dieser Entwicklung 2025. Diejenigen, und das sind ganz, ganz wenige, weniger als 1% der Menschheit. Diejenigen, die die Wahrheit lieben, haben eine Zukunft, die anderen nicht. So einfach ist das. Und gerade diese Entwicklung hat mich auch dazu gebracht, mein kabbalistisches Wissen weiterzugeben. Ich mache auch viele kostenlose Prognosevideos. Also ich hatte die Möglichkeit auch daraus ein Buch zu machen. Für 2023 und 2024 habe ich gemacht.
und verkaufen und Geld verdienen, dann habe ich mir gedacht, nee, das ist zu wenig. Ich muss viel mehr Leute erreichen. Deshalb mache ich das kostenlos. Dass die Leute erfahren, dass sie verstehen und auch wenn sie sich für Astrologie nicht interessieren, dass sie vorbereitet sind und dass sie wissen, wie Karmalogie die Konstellation, die zum Beispiel jetzt im August demnächst passiert, versteht und dass ich damit Menschen helfen kann. Also letzten Endes geht es darum, so vielen Menschen zu helfen wie möglich. Hast du ein Beispiel, was man in so einer Prognose alles sehen kann oder was du dann auch sagst in solchen Prognosen? Zum Beispiel glückliche und unglückliche Tage oder besser gesagt eigentlich Kräfte. Weil wenn man sagt Tage, dann sagt man 12., 13., 14., 15. August. So, sind gute Tage. Das stimmt aber nicht wirklich. Weil wenn man sagt, also Karmalogie sagt Kräfte. Diese Kraft will, dass die Richtigen zusammenkommen. Am 13. startet diese Kraft. Das ist eine völlig andere Ausrichtung. Und am 15. ist das der Höhepunkt, am 17. geht das zu Ende. Wenn die Leute das wissen und nicht machen, also aktuell setzt Matrix viel darauf, dass die Menschen isoliert werden, dass die Menschen Angst haben voreinander. Männer werden gegen Frauen aufgestachelt, Frauen werden gegen Männer aufgestachelt. Ich kann es wirklich immer noch nicht glauben, wie viele wunderschöne Frauen, die unfassbar attraktiv sind, intelligent und so weiter, einsam sind. Ihnen fehlt buchstäblich die männliche Energie, sogar soziale Kontakte, sie haben auch keine Freunde in Wirklichkeit. Wie viele machen Videos, weinen vor der Kamera, dass ihnen Sex fehlt, dass ihnen eine Umarmung fehlt, Kuscheleinheiten und so weiter. Matrix will die Menschen auseinandertreiben, sie isolieren, weil so sind die Menschen leichter manipulierbar. Und ich habe mir vorgenommen, mit solchen Prognosen dagegen zu wirken, dass ich Menschen Mut zuspreche, dass ich sie wirklich ermutige, aufeinander zuzugehen, sich gegenseitig anzusprechen und einfach neue Freundschaften schließen und so weiter. Wenn ich sage, diese Kraft will, dass die Richtigen zusammenkommen. Entweder partnerschaftlich oder freundschaftlich oder was auch immer. Und deshalb sage ich immer vor allem Frauen, gebe ich Mut dazu, aktiver zu werden. Weil Männer waren so viele Jahrhunderte hyperaktiv, dass sie überhaupt keine Kraft mehr haben. Sie wissen überhaupt nicht mehr, was Männlichkeit ist. Sie sind von so vielen Kriegen aus anderen Inkarnationen so traumatisiert worden. Sie haben so viel Mist erlebt, dass von Männlichkeit nicht viel übrig geblieben ist. Und diejenigen, die noch darum kämpfen, bauen Muskeln auf oder laufen mit so einem Kampfhund rum oder sie fahren so ein dickes Auto oder tiefer gelegt, das hat alles mit Männlichkeit nichts zu tun. Eine Frau braucht nicht einen Hund, sondern einen Mann. Und das ist kein Mann, der mit sowas rumläuft und so demonstriert, Männlichkeit demonstriert. Aber wenn es darum geht, einer Frau gegenüber einen echten Mann zu sein, kacken sie alle ab. Und das bedeutet, meine Motivation ist, Menschen zusammenzuführen. Meine Motivation ist, den Menschen zu sich selbst zurückzuführen, dass er mit sich selbst eine Einheit ist, dass er sich selbst immer besser versteht. Wenn man die Kommentare sich anschaut, die die Leute bei Prognosen bei YouTube zum Beispiel schreiben, oder TikTok oder Instagram, das macht einen einfach glücklich, das ist schön. Das ist schön, dass die Menschen, vor allem Frauen, erkennen, ach, ich darf auch mutig sein. Ich darf auch einfach hingehen und sagen, du gefällst mir, ich will dich kennenlernen oder hier hast du meine Nummer, dass das nicht so schlimm ist. Also ich finde, Frauen sollten viel mehr Führung übernehmen oder ihren Beitrag dazu leisten, dass diese Welt doch vielleicht zu retten ist. Für mich, man mag darüber denken, was man will. Für mich sind die Frauen die letzte Rettung. Also wenn die Frauen auch es versauen, dann ist es vorbei. Und der größte Feind von Frauen ist künstliche Intelligenz. Also die künstliche Intelligenz hat es darauf abgesetzt, Frauen zu vernichten. Männer haben sich schon. Männer kannst du mit einem Bier, Fußballspiel und bisschen Kampfsport oder mit einem Auto begeistern. Frauen sind nicht so leicht zu verarschen. Inwiefern hat denn die Karmalogie mit dem Begriff Karma etwas zu tun? Was ist denn eigentlich Karma?
Für viele Menschen ist Karma etwas Böses. Das heißt, man hat Böses getan in irgendeiner Inkarnation und das erwischt einen. Das ist nicht ganz so. Ist nicht ganz so. Es ist viel zu banal und viel zu oberflächlich und viel zu negativ. Es ist so, dass jeder Mensch eine Seele hat, die in dieser Welt, also jemand, der in dieser Welt lebt, hat eine Seele. Und diese Seele ist eine Leihgabe Christi, damit wir wie ein Astronautenanzug, dass wir außerhalb der göttlichen Reiche leben können, zum Beispiel hier in dieser Welt. Und in dieser Seele, genauso wie in unserem Körper, wird alles gespeichert, was wir denken, fühlen, trinken, essen, was wir erleben, alles wird gespeichert. Und der Unterschied zwischen dem physischen Körper und dem astralen Körper, also Seele, ist, dass also der Körper ist, der materielle Körper ist eine Leihgabe der Natur. Nicht eine Leihgabe der Mutter, sondern eine Leihgabe der Natur. Und deshalb, wenn wir diese Welt verlassen, müssen wir diese Leihgabe an die Natur zurückgeben. Und bei der Seele ist es aber anders. Die Seele ist wirklich unsterblich. Wenn wir hier sterben und weggehen, bleiben 1:1 alle Eigenschaften, Speicherungen, Weltanschauungen, Überzeugungen, Gedanken, Gefühle, Entscheidungen 1:1 gespeichert in der Seele. Und wenn wir dann wieder inkarnieren, dann bringen wir diese Speicherungen mit uns. Das heißt, derselbe Mensch kommt wieder, nur hat ein anderes Gesicht, inkarniert in einem anderen Land, hat eine andere Muttersprache und so weiter. Und diese Speicherungen wollen, dass wir entsprechend dieser Speicherungen bestimmte Lektionen lernen. Das heißt, bestimmte Erfahrungen machen. Und je nachdem, wo diese Erfahrungen am einfachsten zum Machen sind, in einem arabischen Kulturkreis oder in einem kanadischen Kulturkreis, bei Amerikanern, bei Mexikanern, bei Russen und so weiter, je nachdem, wo das am einfachsten ist, inkarniert die Seele dort. Aber die Speicherungen, die in der Seele sind, werden je nach zeitlicher Abfolge, je nach Konstellation, die karmalogisch ganz genau zu sehen sind, aktiviert. Und diese Aktivierung bewirkt, dass wir bestimmte Erfahrungen machen. Diese Erfahrungen können schön sein, können auch hässlich sein, ist egal. Wichtig ist nur, dass da Lektionen drin sind, dass jede Erfahrung eine Selbsterfahrung ist, dass jede Erfahrung ein Botschafter ist. Wir betrachten unsere Probleme immer als ein Unglück oder als hätten wir Pech. Es gibt überhaupt keine Probleme. Probleme sind Botschafter. Sie informieren uns, wie das Leben jetzt besser werden kann. Und wenn wir darauf negativ reagieren, sagen, oh, mein Karma hat mich erwischt, das ist einfach nur Unsinn. Und das bedeutet, wir erleben niemals etwas umsonst. Nichts davon ist Zufall. Wir haben alles ganz genau so geplant, wie wir es erlebt haben. Und statt rumzujammern und andere schuldig sprechen und sich als Opfer zu sehen, sollten wir begreifen, ich habe alles selber so geplant, wie ich es erlebt habe. Nur, ich muss was daraus machen und das kann ich jetzt machen, nicht vorher. Erst gehe ich in die Schule und lerne irgendeine Sprache und dann bin ich fleißig, lerne dazu oder ich bin nicht fleißig, lerne Lernmaterial ab oder die Sprache oder den Lehrer oder was auch immer. Und das bedeutet, wir haben einen Lebensplan, wir kommen in diese Welt, bestimmte Dinge zu erleben, bestimmte Dinge zu lernen. Wenn wir geboren werden, können wir es nicht mehr ändern. Wir können den Lebensplan, nachdem wir geboren sind, nicht mehr ändern. Aber wenn wir geboren sind, dann können wir die Art, wie wir darauf reagieren, haben wir die Führung. Das heißt, wir können etwas auflösen oder vergrößern. Wir können etwas zu Ende bringen oder noch mehr darauf hauen. Dass wir sagen, meine Mutter ist schuld, mein Vater ist schuld, dies ist passiert, ich bin geschlagen worden, ich bin misshandelt worden. Das kann man machen, aber dadurch wird nichts besser. Von daher, dass man sagt, es gibt ein Karma, dein Karma, mein Karma, das ist Unsinn, das ist viel zu flach und viel zu primitiv. Dahinter verbirgt sich eine unfassbare Gesetzmäßigkeit. Und teilweise davon habe ich auch in meinem Buch die Enthüllung der satanischen Matrix der Schwangerschaft. Der größte Betrug an Frauen. Für mich ist Schwangerschaft der größte Betrug an Frauen. Nicht alle Frauen, also die meisten Frauen, die Kinder gekriegt haben, wollten nie Kinder haben. Man hat sie dazu animiert, man hat sie dazu gezwungen, um die göttlichen Gaben, die sie bekommen haben, zu verhindern. Meistens funktioniert das auch. Und in diesem Buch habe ich so diese Gesetzmäßigkeit, einiges davon,
was zu dem Thema beigetragen hat, dass man es besser versteht, habe ich dort erläutert. Könnte man also sagen, ein gewisser Teil von unserem Leben ist vorherbestimmt, da haben wir keinen Einfluss mehr drauf, aber es gibt einen Teil, auf den wir Einfluss haben, da können wir dann entscheiden, wie wir darauf reagieren. Wie würdest du das bezeichnen? Was ist da der genaue Unterschied? Woran erkennen wir, was ist jetzt vorherbestimmt und wo haben wir selber Spielraum? Das ist ein Dauerprozess. Also es ist nicht so, dass ich sage, da habe ich Spielraum und Willensfreiheit und da nicht. Sowas gibt es nicht. Es ist so, wir erstellen einen Lebensplan. Und manche haben dieses Glück, wie man es auch nennen will, oder die Entscheidung, sie haben hochkarätige, wie soll ich das nennen, geistige Berater oder Helfer, die darauf spezialisiert sind, in höheren Ebenen, in astralen Welten, dass man wirklich einen hochintelligenten, sehr, wie sagt man, intensiven Lebensplan aufstellt. So, und der Lebensplan wird dann genehmigt. Das heißt, man stellt fest, okay, das, was er sich vorgenommen hat, kann er schaffen. Aber ob er es dann schafft, ist ihm überlassen. Da greift niemand ein. So, wir kommen in einem Lebensplan in diese Welt. Wenn wir geboren werden, ist das kein Lebensplan mehr, sondern Schicksal. Wir können es nicht mehr ändern. Die Lektionen kommen, ob wir wollen oder nicht, weil wir schon gesagt haben, ich gehe hin, um das alles zu erleben. Aber die Freiheit, ob wir darauf negativ reagieren oder positiv, ob wir es auflösen oder vergrößern, die Freiheit haben wir hier. Das bedeutet, obwohl wir mit einem Lebensplan in diese Welt kommen, verlieren wir unsere Freiheit nicht. Wir sind trotzdem frei. Da waren wir frei, dass wir uns vornehmen, was ich lernen will. Und jetzt bin ich auch frei, indem ich entscheiden kann, sage ich sogar zu meinem eigenen Lebensplan, ja oder nein. So komisch wie das gelingt. Die meisten Menschen sagen nein. Und dadurch entsteht Leid. Das ist eigentlich die Hauptursache von Leid, dass man sich zur Wehr setzt gegen den Lebensplan, den man selber zusammengestellt hat. Das ist so ungefähr, wenn ich in ein Restaurant gehe, so Selbstbedienung, dann nehme ich ein bisschen dies, ein bisschen das. Und dann am Ende, wenn ich das essen will, dann sage ich, nee, will ich nicht. Aber bezahlen muss man trotzdem. In der Karmologie ist ja auch die Wahrheit ein wichtiger Grundpfeiler oder auch ein wichtiges Ziel für die, die sich weiterentwickeln wollen. Manche sagen, jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit. Gibt es denn verschiedene Wahrheiten oder gibt es nur eine Wahrheit? Es gibt nur eine Wahrheit und das ist die göttliche Wahrheit. Diese Idee, jeder Mensch hat eigene Wahrheit, ist Unsinn. Jeder Mensch hat eine eigene Sicht zur Wahrheit. Ja, wir dürfen unsere eigene Meinung haben. Wir können in der Regel, ich sage immer, steht auch in meinem ersten Buch Triumph der Liebe über das Ego, wir haben, was die Wahrheit angeht, grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder wir erfahren die Wahrheit, oder wir erfinden eine. Mit Interpretationen, für mich ist dies, für mich ist das. Und die meisten Menschen nehmen den einfacheren Weg, der wesentlich angenehmer ist, nämlich sie erfinden eine Wahrheit. Eigene, statt die Wahrheit zu erfahren. Das heißt, ich finde, es ist Unsinn, wenn man sagt, jeder Mensch hat eigene Wahrheit. Nein, jeder Mensch hat eigene Meinung, jeder Mensch hat eigene Sichtweise, jeder Mensch hat eigene Persönlichkeit, aber eine Wahrheit können wir nicht erfinden. Zum Glück. Es gibt nur eine Wahrheit und das ist die göttliche Wahrheit. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, ob wir uns danach richten wollen oder nicht, das ist unsere Freiheit. Woran erkennt man denn die eine Wahrheit und dass man nicht sich selber auf den Leim geht oder jemand anders? Was ist das Merkmal von der Wahrheit? Es gibt viele Merkmale. Zum Beispiel, die göttliche Wahrheit baut uns immer auf. Die göttliche Wahrheit macht uns immer schöner, glücklicher, reicher. Das Leben wird leichter. Wir fühlen uns einfach wohler. Während die Wahrheiten, die wir erfinden, irgendwelche Philosophien, Psychologien oder irgendwelche Glaubenssätze und so weiter, die spannen uns an. Sie trennen uns von der Wirklichkeit. Sie trennen uns von anderen Menschen. Sie trennen uns sogar von uns selber. Wir sagen, ja, ich habe das Recht, so und so zu denken. Aber es tut uns nicht gut, weil das Lügen sind. Mit anderen Worten, es sind immer die Lügen, die uns wehtun, niemals die Wahrheit. Es gibt viele, die sagen, das ist auch so ein satanischer
satanische Denkweise, ich meine wirklich satanische Denkweise, dass man sagt, die Wahrheit tut weh. Nein. Das ist so ungefähr, wie wenn ich irgendein Problem habe mit meinem Zahn und gehe zum Zahnarzt und ich sage, der Zahnarzt tut mir weh. Nein, der Zahnarzt macht meinen Zahn heil. Er muss da in die Wunde reinstechen, alles rausholen, was nicht hingehört. Und dieser Heilungsprozess ist schmerzhaft. Nicht, weil die Heilung schmerzhaft ist oder weil der Zahnarzt bösartig ist und Freude daran hat, mir weh zu tun, sondern weil das einfach diese Dinge, die meinen Zahn belasten, das sind Lügen. Ich habe Sachen gegessen, getrunken, gedacht, gefühlt, Entscheidungen getroffen, die einfach meinem Zahn nicht gepasst haben. Und das ist jetzt die Folge davon. Das bedeutet, die Wahrheit tut nicht weh. Das sind die Lügen, die auffliegen, wenn die Wahrheit kommt. Die Lügen fliegen auf und das tut weh. Das heißt, die Enttäuschung bedeutet, dass wir in einer Täuschung gelebt haben. Und eine Täuschung bedeutet, dass ich die Wahrheit mit Lüge getauscht habe. Der Tausch, Täuschung, Enttäuschung. Tausch, Täuschung, Enttäuschung. Das bedeutet, ich habe in einer Lüge gelebt. Ich habe gedacht, ich kenne meine Frau oder ich kenne mich. Und die Wahrheit kommt irgendwann mit einem Hammer, mit einem Autounfall, mit einer Operation, mit was auch immer. Und dass ich merke, nee, ich kenne die Frau überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wer sie ist. Ich weiß auch gar nicht mehr, was mich dazu gebracht hat, mich auf sie einzulassen. Ich weiß überhaupt nicht, wie sie ist. Ich habe mich eigentlich für sie nie wirklich interessiert. Ich wollte nur sie so behandeln, dass sie sich wohlfühlt bei mir, dass sie bei mir bleibt. Aber ich habe sie eigentlich nie wirklich geliebt. Ich habe mich nie wirklich für sie interessiert. Das sind bittere Wahrheiten, aber heilsame Wahrheiten. Sowas macht man nicht nochmal, nach solchen Erkenntnissen. Es ist wirklich sehr wichtig, dass wir verstehen, die Wahrheit tut niemals weh, niemals. Das sind die Lügen, die irgendwelche Entzündungen in unserer Seele, in unserem Körper, in unserem Bewusstsein verursacht haben. Und dieser Heilungsprozess, der durch die Wahrheit entsteht, dieser Prozess ist ein bisschen heilsam, wie eigentlich bei allen anderen. Wenn irgendwo irgendein Stachel da drin ist, man zieht den Stachel raus, es tut weh, aber es ist die Heilung. Und es ist nicht so, dass derjenige, der diesen Stachel rausholt, einem wehtut, sondern er hilft eigentlich. Und deshalb, das ist wirklich eine satanische Lüge, dass man sagt, die Wahrheit tut weh. Nein, die Lügen tun weh. Wie erkennt ein Mensch die Speicherung in seiner Seele karmalogisch gesehen? Also aus der Sicht eines Karmalogen ist alles sichtbar im Horoskop. Je nachdem, welcher Planet, auf welcher Höhe, in welchem Sternzeichen, in welchem Haus ist, welche Verhältnisse hat zu anderen Planeten, kann man erkennen, die Anfälligkeiten, Krankheitsanfälligkeiten, Schwächen, Stärken und so weiter. Und aus der Sicht des Betroffenen, ich muss immer wieder sagen, die Wahrheit offenbart sich dauernd, ununterbrochen, Tag und Nacht. Ob wir betrunken sind, ob wir schlafen, ob wir die Zähne putzen, ob wir Auto fahren, ob wir was auch immer wir machen, die Wahrheit offenbart sich ununterbrochen. Die Wahrheit zu erfahren ist nichts Besonderes. Das Besondere, also das passiert sowieso automatisch, das Besondere ist, was wir daraus machen. Und das bedeutet, die karmischen Anteile, die ein Mensch in sich trägt, wir alle, ist bei mir auch nicht anders, aus anderen Inkarnationen, das können Missverständnisse sein, das können Talente sein, die man nicht gelebt hat, das können Freiheiten sein, die man nicht erleben durfte, das können irgendwelche Eigenschaften, positive, negative Eigenschaften und so weiter sein. Diese werden Tag für Tag aktiviert. Tag für Tag. Auch das ist nichts Besonderes. Das Besondere ist, dass man diesen, ich sag mal, Offenbarungen Aufmerksamkeit schenkt. Und das geht nicht nur mit den Augen oder mit dem Kopf, das geht hauptsächlich mit dem Herzen. Die Seele können wir mit dem Kopf nicht verstehen. Die Speicherungen sind in der Seele. Und wir können die Seele mit dem Kopf nicht verstehen, weil der Kopf, der Verstand eigene Gesetzmäßigkeit hat, eigene Welt hat, eigene Wahrnehmung hat, eigene Interpretationssysteme hat und so weiter. Und die Seele tickt völlig anders. Aber wir können die Seele mit dem Herzen
wahrnehmen. Das heißt, das Herz ist direkt mit der Seele verbunden, während unser Verstand direkt mit unserem Ego verbunden ist. Da muss man wirklich unterscheiden lernen. Und die Wahrheit offenbart sich Tag und Nacht, wirklich Tag und Nacht. Und wir müssen nur hinschauen. Das heißt, wenn ich sage, welche Anteile habe ich aus anderen Inkarnationen, positive Eigenschaften, negative Eigenschaften, irgendwelche Pläne, die ich nicht Zeit hatte, sie zu erfüllen, Ziele, die ich nicht geschafft habe zu erreichen, halb komponierte Komposition, was auch immer es ist. Das kommt zum richtigen Zeitpunkt auf uns zu. Das ist außer Frage. Die Frage ist nur, widmen wir dem Aufmerksamkeit, dass wir die Gegenwart unserer Seele spüren, fühlen, ja oder nein. Und das ist die Hauptaufgabe eines wahrhaftigen Karmalogen, die Verbindung zwischen Seele und Mensch herzustellen, dass der Mensch begreift, wer er wirklich ist. Weil wenn wir geboren werden, kommen wir in die Matrix rein. Wir werden Matrix, Handlanger. Wir werden ein, wie sagt man in Deutsch, Member? Mitglied? Wir werden ein Mitglied von der Matrix. Ob wir wollen oder nicht, wir merken es nicht mal. Aber eigentlich sind wir Geistwesen. Eigentlich sind wir Lichtwesen. Wir sind vollkommen, wir sind wunderschön. Wir sind unfassbar begabt. Wir sind wissend, wir sind Weisheitsträger. Wir sind magische Wesen, wir können alles Mögliche erreichen. Wir haben unfassbare Kräfte zur Verfügung. Nur wenn wir geboren werden, kommen wir in die Matrix, dann werden wir ein Teil von der Matrix. Und die Matrix manipuliert uns dermaßen, dass von dem ganzen Licht nicht viel übrig bleibt. Und zu den Aufgaben eines wahrhaftigen Karmalogen gehört das rückgängig zu machen. Das heißt, der Mensch wird daran erinnert, wer, was und wie er wirklich ist. Ich wiederhole, der Karmaloge erinnert und aktiviert auch den Menschen, wer, was und wie er ist, in Wirklichkeit er ist. Und ich glaube, ein größeres Geschenk kann man einem Ratsuchenden nicht machen. Das heißt, wenn die Leute auf mich zukommen und sagen, ja, wann finde ich den richtigen Partner? Ich kann natürlich gucken, wann die entsprechenden Kräfte kommen. Aber was bringt das, wenn ich weiß, da und da ist das gut, weil die Kräfte kommen, wenn ich gar nicht die Bereitschaft in mir habe, mich auf eine Partnerschaft einzulassen oder wenn ich eine falsche Vorstellung in meinem Unterbewusstsein habe, was Partnerschaft ist. Diese komische Rollenaufteilungen, die Frau muss kochen, der Mann muss Geld holen, das sind so völlig veraltete menschliche Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit, die überhaupt, auch damals haben sie keinen Sinn gemacht und jetzt machen sie noch weniger Sinn. Wieso kann man sich nicht einfach zusammentun? Wieso muss man alle Aufgaben muss man aufteilen? Das passiert eigentlich automatisch je nach Persönlichkeit, nicht nur je nach Geschlecht. Und es gibt unfassbar viele Informationen, wirklich so viele, dass ich irgendwann aufgegeben habe und ich habe gesagt, wenn ich mich so weiter vertiefen will in Karmalogie, habe ich keine Zeit für nichts anderes. Und der Preis war mir zu hoch, weil ich viele Informationen mitgebracht habe und viele Informationen Tag und Nacht bekomme, die in dieser Welt völlig unbekannt sind. Zum Beispiel was Partnerschaft angeht, was Sex angeht, was Gott angeht, was Sinn des Lebens angeht, was Christus angeht. Es gibt viele Dinge, die völlig unbekannt sind in dieser Welt und die Leute massiv manipuliert worden sind und mit irgendwelchen schwachsinnigen Informationen verleitet worden sind. Und da muss ich für Korrektur sorgen. Und da musste ich einfach die Entscheidung treffen, dass das, was ich bis jetzt schon weiß, gebe ich weiter und diejenigen, die das wollen, die Wahrheit lieben, werden es weiterentwickeln. Das ist dann nicht mehr meine Aufgabe. Da bin ich auch froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Dann bin ich auch entspannter, kann mich mit anderen Aufgaben beschäftigen. Da gibt es viele Themen, über die wir hier auch noch sprechen können. Da dürft ihr da draußen euch natürlich auch schon sehr drauf freuen. Was hast du durch die Karmalogie über dich und deine Bestimmung verstanden? Ich hatte, wie jeder Mensch auch,
viele Missverständnisse, die ich durch Matrix übernommen hatte. Wenn wir klein sind, wissen wir gar nicht, was die Wahrheit ist. Da zeigt uns jemand etwas oder erzählt uns jemand und wir glauben einfach alles. Wir glauben heißt, wir übernehmen es. Wir handeln dann auch, obwohl wir die Wahrheit gar nicht kennen. Und das Schlimmste oder das Effektivste, negativ bösartig gemeint, was Matrix mit uns macht, ist, dass Matrix es schafft, in den ersten 7 Jahren uns ein falsches, gefälschtes Selbstbild zu geben. Das bedeutet, Selbsterkenntnis wird eigentlich unmöglich gemacht. Da wird in der Regel ein falsches, negatives Selbstbild erstellt und der Mensch wird eingeredet, das bist du, so bist du. Zum Beispiel, du bist nichts wert, du hast keine Talente, du bist kein guter Mensch, du bist selbstsüchtig, du bist aggressiv, dir kann man es nicht recht machen, du bist streitlustig oder du bist es nicht wert, geliebt zu werden, du hast es nicht verdient, reich zu werden und so weiter. Das sind alles Dinge, die in den ersten 7 Jahren passieren. Durch Fernsehen, durch Radio, durch irgendwelche Videos, durch Eltern hauptsächlich, durch Schule, Kindergarten und so weiter. Das wird von überall in der Matrix auf das Kind so eingestrahlt, dass man einfach sich nicht mag. Man kann sich selbst nicht ertragen. Und das sind viele Missverständnisse, die dabei entstehen, die sind auch nicht wahr. Das sind alles Lügen. Weil negative Menschen gibt es nicht. Der Mensch kann überhaupt nicht negativ denken oder negativ handeln. Sowas wie bösartige Menschen gibt es eigentlich überhaupt nicht. Das sind alles Programme von der Matrix. Ich meine es wirklich so, diejenigen, die Böses tun, sind unschuldig. Das muss man wirklich verstehen, dass wenn jemand negativ über sich selbst denkt, hat das mit Fakten und Tatsachen überhaupt nichts zu tun. Sondern das sind Annahmen, das sind Interpretationen, das sind übernommene Programme, vielleicht von den Eltern oder von sonst wem, die je nachdem, wie sie einen behandelt haben, dass man solche Missverständnisse entwickelt hat. War bei mir auch nicht anders. Und durch Karmalogie habe ich mich immer mehr erkannt, ich habe mich immer mehr verstanden. Ich habe verstanden, wer ich nicht bin. Ich dachte, ich muss jedem helfen. Ich dachte, ich muss meine Arbeit jedem kostenlos anbieten. Ich darf kein Geld nehmen. Und die Ergebnisse waren katastrophal. Also ich habe wirklich nur Katastrophen erlebt, nur undankbare Menschen, nur Energieräuber. Kamen vorbei, haben sich besonders heimisch gefühlt, haben alles bekommen und als es ihnen besser ging, haben sie noch mehr Unheil angerichtet und mich betrogen, kann man sagen. Und das sind alles so Missverständnisse, die ich im Laufe der Zeit auch durch Karmalogie erkannt habe und verstanden habe, wer, was und wie ich nicht bin und wie ich in Wirklichkeit bin. Und das ist etwas vielleicht unglaublich Wertvolles, was ich für Menschen tun will, ist, dass die Menschen sich so erkennen, wie sie wirklich sind. Vollkommene Wesen, unfassbare Intelligenz, kann man sich gar nicht vorstellen. Hochbegabt, gebildet, wunderschön, vollkommen. Da fehlt einem Menschen nichts. Nur die Matrix redet uns ein, dass uns dies und das und jenes fehlt. Dass wir unvollständig sind. Ich brauche eine Frau, um vollständig zu sein. Ich brauche einen Mann, um vollständig zu sein. Ich brauche ein tolles Auto. Ich brauche 2 Autos. Ich brauche 10 Autos. Ich brauche teurere Autos. Ich brauche ein Auto aus Gold, also in Dubai und in arabischen Ländern, die massiv Geld verdient haben, eigentlich mit Betrug. Da kann man sehen, sie fahren Autos, das ist aus Gold, das Auto. Da denkst du dir, wozu? Weil was willst du mit deinem Auto? Du willst doch damit fahren. Von A nach B. Und sie fahren auch nie. Das Auto steht im Keller und wird jeden Tag geputzt. Verstehst du, das ist Matrix. Wenn du solche Sachen machst, wenn du sagst goldene Wasserhahn, wenn du sagst Rolex, nee, Omega, nee, 2 Uhren, 15 Uhren und unterschiedliche Farben und so weiter, dann du vergeudest Energie für etwas, was für dich keinen Sinn macht. Du willst Menschen beeindrucken, die du nicht magst
und du hast am Ende nichts davon. Aber die Matrix profitiert davon. Du hast die Energie, die du eingesetzt hast, um Geld zu verdienen, hast du verbrannt, du hast Dinge für Dinge ausgegeben, also du hast Geld gegeben und hast dafür Dinge bekommen, die völlig sinnlos sind. Wie ich sage immer dieses Beispiel mit dem Basketballspieler, der als er zu Geld gekommen ist, hat er eine Villa gekauft mit 20 Zimmern und er hat, glaube ich, 20 Millionen ausgegeben und die Villa hat 20 Zimmer und er hat nur 2 benutzt und die anderen Zimmer hat er noch nie gesehen. Er hat da 5 Jahre gelebt bei diesem Interview und er hat gesagt, die anderen Zimmer habe ich noch nie gesehen. Überleg mal, das ist doch verrückt. Also er hat so viel Geld ausgegeben für etwas, was er nicht gebraucht hat. Und das bedeutet, das ist Matrix. Die Matrix hat davon profitiert, aber er nicht. Und das ist so. Ich wiederhole, die größte Errungenschaft der Matrix im Sinne von Boshaftigkeit ist, dass der Mensch von sich etwas annimmt, was gar nicht wahr ist. Der Mensch lebt, jeder Mensch lebt in einer Lüge über sich selbst. Er glaubt, er ist so. Er glaubt, seine Persönlichkeit ist so. Oder all diese Vorstellungen, all diese Rollenspiele, all diese Annahmen und Interpretationen. In Wahrheit ist der Mensch vollständig, vollkommen. Der Mensch ist wunderschön, hochbegabt und unfassbar intelligent. Den Menschen fällt eigentlich nichts. Und ich sage immer, es gibt 2 Arten des Austauschs mit der Welt. Nur 2. Entweder ich sage, ich brauche etwas, ich brauche eine Frau, ich brauche ein Auto, ich muss heiraten, ich muss Familie gründen, irgendwas von da außen brauche ich Anerkennung, Ruhm, Geld. Ich brauche immer etwas, dann bin ich der Konsument. Oder ich sage, nein, die Welt braucht mich. Dann bin ich eine Bereicherung für die Welt. Dann erst aktiviere ich meine wirklichen Fähigkeiten, weil ich damit was Gutes tun will. Der Allmächtige aktiviert nicht das Böse in uns. Das macht die Matrix. Wenn wir aber sagen, ich will ein guter Mensch sein, ich will eine Bereicherung sein für die Welt, ich will was geben, ich will anderen helfen, dass es ihnen besser geht, dann werden die göttlichen Anteile in dir aktiviert. Das ist so. Welchen Nutzen hat ein Ratsuchender, wenn er eine kabbalistische Beratung in Anspruch nimmt? Antworten. Wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Das ist die wichtigste Frage. Was bin ich? Wie bin ich? Welche Fähigkeiten habe ich? Welche Talente habe ich? Mit welchem Schicksal, also Lebensplan, bin ich in diese Welt gekommen? Was ist denn mein Beruf? Weltlich gesehen? Was ist meine Berufung? Seelisch gesehen? Was bin ich für ein partnerschaftlicher Typ? Bin ich ein Heiratstyp? Bin ich ein Vatertyp? Bin ich ein Muttertyp? Habe ich mir vorgenommen, bei dieser Konstellation Kinder zu kriegen? Habe ich mir vorgenommen, frei zu sein, allein zu sein, selbstständig zu sein? Also, was ist meine Bestimmung? Was ist Sinn meines Lebens? Was macht mich glücklich? Was belastet mich? Was für eine Beziehung hatte ich zu meinen Kindern? Was für eine Beziehung hatte ich zu meinem Vater, zu meiner Mutter? Was für eine Beziehung habe ich zu mir selbst? Welche Bilder habe ich von mir selbst? Also die wichtigsten Fragen, die ein Mensch hat, können wir kabbalistisch beantworten. Und in der Regel zum Beispiel ist das so, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ich kann machen, was ich will, partnerschaftlich funktioniert nicht. Ja, was heißt das? Es funktioniert nicht. Ich lerne keine Männer kennen. Du glaubst gar nicht, was ich für wunderschöne junge Frauen kennengelernt habe. Sie hatten noch nie eine Beziehung. Mit 26, mit 30. Sie hatten noch nie Sex gehabt und ich habe gefragt, wie kann das sein? Dann haben sie gesagt, also Männer kommen nicht auf mich zu und wenn dann passiert, dann melden sie sich nicht. Das ist so, wie als wäre ein Fluch auf mir. Und dann schaue ich mir das System an, ich gucke mir da die Beziehung zu Großeltern, Eltern und so weiter. Und dann die anderen Fähigkeiten von mir setze ich ein, dass ich sowas, ich nenne es unmittelbare Wahrnehmung und nicht so hellseherische Fähigkeit, sondern unmittelbare Wahrnehmung. Dann stelle ich fest, dass die Großmutter, die gestorben ist,
Sie hat im Zweiten Weltkrieg Vergewaltigung, Misshandlung und so weiter erlebt und hatte ein Bild von Männern, Männer sind böse. Und dieses Bild existiert in ihr und sie will die Enkelin in Schutz nehmen. Und sie hält Männer von ihr fern. Und sie hat nicht verstanden, dass das kein Schutz ist, sondern eine Isolation. Dass das Mädchen die Möglichkeit gar nicht hat, bestimmte Erfahrungen zu machen, eine gewisse weibliche Reife zu erlangen. Und überhaupt, sie ist ja in diese Welt gekommen, um sich weiterzuentwickeln. In Isolation kann man sich nicht weiterentwickeln. Und dann habe ich ihr das gesagt, der Großmutter, was sie da macht. Und ich habe ihr gesagt, was sie da macht. Ich habe sie gefragt, wie war deine Beziehung zu deiner Großmutter? Ja, ganz toll, sie hat mich immer geliebt. Wir sind immer im Wald spazieren gegangen. Sie war viel mehr für mich da als meine Mutter. Und dann weiß ich, dass ich richtig liege. Ich überprüfe immer meine Wahrnehmung. Dann habe ich der Großmutter gesagt, sie soll sich lieber um sich selbst kümmern, ihre astrale Reise fortsetzen. Und sie gehört nicht hierher und sie ist auch nicht die Besitzerin von ihr. Sie ist ein selbstständiges Wesen, ein selbstständiges Kind Gottes und muss eigene Erfahrungen machen. Dann ist sie weg und ihr habe ich das erklärt, was da ist, energetische Bindung, diese Ankettung habe ich aufgelöst und danach konnte sie sich von Männern überhaupt nicht mehr retten. Alle wollten sie haben, sie war auch unfassbar schön. Sie war wunderschön, hatte ein schönes Gesicht, schönen Körper, sie war angenehm, lustig und so weiter. Und so hat es funktioniert. Auch sowas kann man in einer kamerunischen Beratung sehen. Also viele haben sich gewundert, warum meine Preise so hoch sind. 2.500 für eine Stunde kamerunische Beratung. Der Grund dahinter ist, dass ich damit Menschen verändere. Ich gebe ihnen eine neue Chance auf ein neues Leben, auf ein echtes Leben. Ich hole sie raus aus diesem Schlamassel von Missverständnissen, aus Kindheitsträumen, Albträumen oder aus bestimmten Mechanismen, wo sie feststecken. Das ist viel mehr als 2.500 wert. Und ich will auch nicht, dass diejenigen, die so eigentlich die Wahrheit nicht haben wollen, sie wollen ein bisschen, kommt mein Mann zurück, sowas. Dafür ist Karmologie nicht gedacht, das ist viel zu wertvoll. Und solche Fragen sind eigentlich viel zu wertlos, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Wenn jetzt jemand von unseren Zuschauern sich so richtig angezündet fühlt und sagt, ja, ich will jetzt mein Leben verändern, ich will auch mich entwickeln, ich will ein Gewinner werden, ich will die Karmalogie lernen, dass ich dann auch irgendwann anderen Menschen helfen kann. Wie kommt er da dran? Wie kann er das bei dir lernen? Du hattest vorhin diesen Videokurs erwähnt. Also es ist so, dass ich mir ziemlich genau die Leute ausgesucht habe, die ich dann persönlich unterrichtet habe, beziehungsweise noch unterrichte. Und diese Ausbildung wird immer intensiver. Und ich habe das professionell von Anfang an filmen lassen. Die Absicht war auch, das erstmal alles festzuhalten, weil ich keine Lust habe, das nochmal zu machen. Das ist auch sehr anstrengend, diese Masse an Informationen verständlich zu übertragen, zu erklären und dann Übungen zu machen und so weiter. Und jedes Wochenende ist Freitag, Samstag, Sonntag, 3 Tage lang machen wir diese Übungen. Und ich habe dann irgendwann, also das war sowieso von Anfang an meine Absicht, jetzt im Kurs erkenne ich, dass das wirklich viel zu kostbar ist, dass das einfach verloren geht. Dass diese paar 100 Leute, die da sind, dass sie das erfahren und der Rest der Welt nicht. Also machen wir jetzt einen Videokurs daraus und Teil 1 ist jetzt veröffentlicht. Das heißt, das erste Wochenende, das aus Freitag, Samstag, Sonntag bestand, ist jetzt veröffentlicht. Der zweite und dritte Teil kommt noch. Und die nächsten Teile, es wird, glaube ich, 6 oder 7 Teile geben, die werden nach und nach veröffentlicht. Das heißt, wenn jemand wirklich begreifen will, die Schöpfung begreifen will, sich selbst begreifen will und sollte Karmalogie nutzen. Wenn er darüber hinaus sagt, ich will auch für andere eine Bereicherung sein, ich will ein echter Berater oder Beraterin werden, ein echter Helfer, dann ist er noch mehr willkommen. Dann sollte er sich diese Videokurse besorgen, die Übungen machen und die Menschen, also meine Schüler, können es immer noch nicht fassen, wie viel man da sieht. Die sind auch über sich selbst auch schockiert, weil wir auch ihre Horoskope immer analysieren und auseinandernehmen, dass sie viele Aha-Erlebnisse haben, Aha-Momente. Dann können sie auch die Mutter besser verstehen, den Vater besser verstehen. Viele Konflikte, die man aus der Kindheit hat,
lösen sich einfach auf, weil man viel mehr Verständnis hat. Viele Dinge, die man erlebt hat. Und das ist eine echte Persönlichkeitsentwicklung, die ich so bis jetzt noch nicht erlebt habe. Also dieser Videokurs ist eine Offenbarung von Anfang an. Das heißt, der Mensch erkennt sich selbst, kann sein eigenes Horoskop analysieren, versteht sich selbst, sein Schicksal, seine Berufung, seine Bestimmung, seine Schwächen, Stärken, seine Kindheit und so weiter. Und alle Antworten eigentlich, die man sucht, findet man im eigenen Horoskop. Und ich glaube, die meisten, die sich für Manikamologie interessieren, sind wirklich Helfer. Sie wollen nicht nur sich selbst kennenlernen, verstehen lernen, sondern wollen auch anderen helfen, aber effektiv. Und die effektivste Hilfe, meiner Meinung nach, wahre Hilfe, ist eine geistige Hilfe zur Selbsthilfe. Und das bedeutet, dass man Menschen hilft, ihr Bewusstsein zu entwickeln und dass sie sich selber helfen, dass sie sich selbst reorganisieren, dass sie sich einfach neu mobilisieren, neu ausrichten und so weiter. Das ist für mich das Schönste überhaupt, wenn ich das so erreiche. Das heißt, wer sich weiterentwickeln will und ein echter, wahrer Helfer werden will, sollte sich Videokurs also Ausbildung zu Karmologen besorgen. Das ist es auch wirklich jeden Cent wert. Und ich glaube, der erste Teil, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das sind 12 oder 20 Stunden. Und das sind die besten, die effektivsten Momente von 3 Tagen. Das muss man sich also aus 24 Stunden oder 30 Stunden Material haben wir die besten, effektivsten Momente zusammengeschnitten. Und das sind auch 10, 15, je nachdem, Videos, die man sich anschauen muss. Und man hat auch die Möglichkeit, 6 Monate lang den Kurs sich anzuschauen, ab dem Moment, wo man das bucht und das übt. Und wie gesagt, am Ende, wenn jemand sagt, er ist soweit, dann kann er auch eine Abschlussprüfung machen und bekommt auch ein Zertifikat von mir persönlich. Solange ich lebe, kann ich ja solche Zertifikate geben. Die werden auch eine historische Bedeutung haben, weil diese Tiefe von dieser Art von Astrologie hat es in Menschheitsgeschichte bis jetzt noch nicht gegeben. Den Link zu dem Videokurs findet ihr auch unterhalb dieses Videos. Was würdest du jemandem empfehlen, der das Gefühl hat, er lebt nicht sein Leben, seinen Lebensplan, alles läuft irgendwie schräg? Also ich würde in erster Linie sagen, das ist kein Gefühl, das ist die Realität. Wir leben, jeder von uns lebt in einer Fantasie über sich selbst. Wir haben in unserer Fantasie irgendeine Meinung über uns. Bestimmte Glaubenssätze, Annahmen, Interpretationen, Vorstellungen, und das ist alles nichts wert. Aber wir sind wertvoll. Und das bedeutet, wenn jemand sagt, ich habe so das Gefühl, irgendwas läuft komisch, irgendwas passt nicht, meine Partnerschaft, meine Arbeit, mein Leben, alles ist irgendwie blass und geschmacklos, oder eigentlich Dinge wiederholen sich, ohne dass sie Sinn machen, dann würde ich sagen, der Grund ist, weil du dich nicht kennst. Du lebst in einer Fantasie, die für dich keinen Sinn macht. Und Ausweg ist, lerne dich kennen. Ich sage immer damit die Leute, ich habe das von Christus gelernt, wenn ich etwas, was schwer zu begreifen ist, schwer greifbar ist, verständlich sagen will, dann erfinde ich irgendwelche Gleichnisse. Zum Beispiel, dass ich sage, stellt euch vor, du lernst einen Mann kennen. Er ist wunderschön, er ist faszinierend. Er hat einen schönen Körper, ein schönes Gesicht, er ist gebildet, er ist männlich, er ist einfach fantastisch. Und du willst ihn kennenlernen. Was machst du? Du stellst Fragen, du sprichst ihn an und du sagst, ja, wie heißt du, wo kommst du her, wie alt bist du, was bist du für Sternzeichen, was machst du beruflich? Und man sagt, ja, ich heiße sowieso und ich bin Sternzeichen sowieso, wollen wir uns kennenlernen. Man setzt sich hin, man trinkt etwas, man isst etwas, man stellt immer Fragen, man tauscht sich aus, man lernt sich kennen. Mach es genauso mit dir selbst. Schritt Nummer 1 ist, korrigiere deine Blickrichtung. Guck nicht immer auf dasselbe, wie du bis jetzt immer gemacht hast. Übernimm die Führung über deine Augen. Man sagt, 90% von unserer Wahrnehmung, das heißt Informationen, die in uns reinkommen, gehen über die Augen.
Übernimm die Führung über deine Augen, korrigiere deine Blickrichtung. Schau nicht immer auf das, was du bis jetzt immer geschaut hast, sondern auf das, was du willst, was für dich Sinn macht. Heißt, korrigiere deine Blickrichtung bedeutet, versuch die Hintergründe zu sehen. Versuch dich zu sehen. Also Blickrichtung korrigieren bedeutet, dass man nicht mehr nach außen schaut, sondern nach innen. Fang an, dich kennenzulernen. Stell dir selber Fragen. Wie bist du wirklich? Was wünschst du dir wirklich hier tief in dir? Was macht dich glücklich? Welche Arbeit macht dich glücklich? Was für Beziehungen machen dich glücklich? Was für ein Essen? Nicht satt, sondern glücklich. Und so weiter. Also Schritt Nummer 1, Blickrichtung korrigieren. Schritt Nummer, weil viele, zum Beispiel die meisten Menschen, suchen einen Partner, finden keinen. Warum? Weil sie in die falsche Richtung schauen. Die Augen gucken woanders hin, als auf den Richtigen oder auf die Richtige. Ich sage immer, die Richtigen erkennt das Herz, nicht der Kopf. Das muss man wirklich nochmal auf sich wirken lassen. Die Richtigen erkennt das Herz, nicht der Kopf. Der Kopf hat keine Ahnung von gar nichts. Aber das Herz weiß alles, und zwar im Vorfeld. Der Kopf weiß alles im Nachhinein. Und dann ist es sowieso zu spät, aber das Herz weiß es im Vorfeld. Du spürst etwas. Und diesem Gefühl musst du folgen. Also Blickrichtung drehen nach innen und dann Schritt Nummer 2, beobachten. Neutral. Dass man einfach ohne irgendwie zu sagen, oh gut, oh nein, böse, oh schlecht, zu lang, zu kurz, nein. Einfach beobachten. Und Schritt Nummer 3, Fragen stellen. Wenn jemand das Gefühl hat, er ist irgendwie auf dem falschen Dampfer und sein Leben ist irgendwie komisch, macht alles keinen Sinn. Ja, weil du dich nicht kennst. Drehe deine Blickrichtung nach innen. Lerne dich zu beobachten, wie du wirklich bist, neutral, ohne zu bewerten. Und fang an, Fragen zu stellen über dich selbst. Aber ehrlich. Und nicht so flach, nicht so psychologisch und so weiter. Sondern wirklich ehrlich. Lerne dich kennen, wie wenn du einem Mann oder Frau begegnest, die du faszinierend findest. Da willst du sie auch kennenlernen. Da fragst du einfach nicht so banal, was bist du für Sternzeichen, sondern du interessierst dich wirklich für sie oder für ihn. So sollte man das mit sich selbst machen. Diese 3 Schritte: Blickrichtung korrigieren, beobachten lernen, Fragen stellen. Die Ergebnisse sind so phänomenal, also das kann sich nur jemand vorstellen, wenn er es macht. Also ganz praxis- und alltagstaugliche Vorschläge von mir. Habe ich selbst auch ausprobiert. Merkst du, wie du dich fühlst? Dass du dich irgendwie angezündet und motiviert fühlst, jetzt auch dein Leben richtig in die Hand zu nehmen? Und wenn du darüber hinaus bist, auch anderen Menschen zu helfen, ihr Leben in die Hand zu nehmen, dann besorg dir Seits Videokurs. Abonniere Seits Kanal, damit du nichts mehr verpasst, und aktiviere auch die Glocke, damit du automatisch informiert wirst, wenn es was Neues gibt. Wir freuen uns sehr über einen Austausch mit dir in den Kommentaren und auf ein Wiedersehen. Bis bald.